Hallo, willkommen bei Deutsch mit Stories. Ich heiße Ann. Ich bin neu in Deutschland und lerne Deutsch. In diesem Video lernst du Deutsch mit mir. Lass uns jetzt anfangen. Guten Morgen. Es ist mein zweiter Tag in Deutschland. Ich habe gut geschlafen, aber ich bin noch ein bisschen müde. Heute muss ich viele Dinge erledigen. Ich glaube, ich rufe zuerst meine Mutter an. Hallo Mama. Hallo, mein Schatz. Guten Morgen. Wie geht es dir? Mir geht es gut. Ich bin gerade aufgestanden. Hast du gut geschlafen? Ja, ich habe gut geschlafen. Das Bett ist okay. Wie ist dein Zimmer? Ist alles in Ordnung? Ja, das Zimmer ist klein, aber sauber. Hast du eine Decke und ein Kissen? Ja, aber ich glaube, ich brauche noch eine zweite Decke. Ist es kalt in der Nacht? Ein bisschen, ja. Hast du etwas zu essen im Zimmer? Nein, noch nicht. Ich muss einkaufen gehen. Hast du schon gefrühstückt? Nein, ich habe nur Wasser getrunken. Dann musst du heute unbedingt Essen kaufen. Ja, das weiß ich. Ich gehe später in den Supermarkt. Was hast du schon im Zimmer? Ich habe mein Bett, einen Tisch, einen Stuhl und einen Schrank. Hast du Teller, Tassen und Besteck? Nein, das habe ich noch nicht. Dann brauchst du Teller, eine Tasse, ein Glas und Besteck. Ja, das schreibe ich mir auf. Hast du auch Handtücher? Ja, 2 Handtücher habe ich mitgebracht. Gut. Was ist mit Reinigungsmitteln? Nein, nichts. Dann brauchst du Spülmittel, einen Schwamm und vielleicht einen Allzweckreiniger. Okay, ich kaufe das. Hast du Internet im Zimmer? Ja, WLAN gibt es, aber ich muss es noch einrichten. Frag doch deine Nachbarn, sie können dir helfen. Ja, das mache ich gleich. Und pass bitte auf dein Geld auf. Ja, Mama. Geh nicht zu viele teure Läden. Ich gehe in günstige Geschäfte. Sehr gut. Ruf mich später wieder an. Ja, mache ich. Danke, Mama. Ich bin stolz auf dich. Pass auf dich auf. Danke. Bis später. Bis später, mein Schatz. Hallo. Hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich wohne nebenan. Ah, okay. Willkommen. Danke. Ich bin neu hier und habe ein paar Fragen. Kein Problem, frag ruhig. Weißt du, wo ich einen Supermarkt finde? Ja, es gibt mehrere. Ist einer in der Nähe? Ja, ungefähr 10 Minuten zu Fuß. Ah, gut. Wo genau? Du kannst zur Königstraße gehen. Das ist die Innenstadt. Königsstraße? Ja,
Dort gibt es viele Geschäfte. Welche Supermärkte gibt es dort? Zum Beispiel Rewe, Aldi und Lidl. Welcher ist günstig? Aldi und Lidl sind günstiger. Okay. Und wo kaufe ich Dinge für das Zimmer? Für Haushaltsartikel kannst du zu DM gehen. Was finde ich dort? Seife, Shampoo, Reinigungsmittel, Papier und kleine Haushaltsdinge. Brauche ich auch Schreibsachen? Dann kannst du zu Teddy oder Wohlwort gehen. Sind diese Läden auch in der Innenstadt? Ja, alles an der Königstraße. Super. Wie komme ich dorthin? Du kannst laufen oder den Bus nehmen. Welche Busnummer? Bus Nummer 5 oder 7. Wo ist die Haltestelle? Direkt vor dem Wohnheim. Muss ich ein Ticket vorher kaufen? Nein, im Bus beim Fahrer. Okay. Gibt es etwas Wichtiges, das ich wissen muss? Ja, nimm immer eine Tasche mit. In Deutschland gibt es keine kostenlosen Tüten. Ah, gut zu wissen. Und vergiss nicht, den Kassenbon aufzubewahren. Warum? Falls du etwas zurückgeben willst. Verstehe. Vielen Dank für deine Hilfe. Kein Problem. Viel Erfolg beim Einkaufen. Danke. Dann gehe ich jetzt los. Viel Spaß. Guten Tag. Guten Tag. Kann ich Ihnen helfen? Ja, bitte. Wo finde ich Brot? Dort hinten, links. Danke. Und Milch? Im Kühlregal, rechts. Okay. Wo finde ich günstige Produkte? Unsere Eigenmarke ist günstiger. Ah, gut. Wo sind Teller und Tassen? Haushaltswaren sind im nächsten Gang. Danke. Gibt es auch Besteck? Ja, direkt daneben. Brauche ich eine Pfandflasche für Wasser? Ja, diese Flaschen haben Pfand. Wie funktioniert das? Sie bringen die Flasche zurück und bekommen Geld. Ah, okay. Und wo bezahle ich? An der Kasse vorne. Kann ich mit Karte zahlen? Ja, kein Problem. Brauche ich eine Tasche? Ja, Taschen sind dort vorne. Danke. Eine letzte Frage. Wo finde ich Spülmittel? Im Reinigungsmittelgang. Perfekt. Vielen Dank. Gern geschehen. Hallo. Hallo. Brauchen Sie Hilfe? Ja, bitte. Ich bin gerade einkaufen gewesen. Die Taschen sehen schwer aus. Ja, ein bisschen. Ich habe viel gekauft. Soll ich Ihnen helfen? Ja, gern. Danke. Wohnen Sie hier im Wohnheim? Ja, im 3. Stock.
Ich auch. Dann können wir zusammen gehen. Super, danke. Sind Sie neu hier? Ja, ich bin gestern angekommen. Willkommen. Wie war der erste Einkauf? Ein bisschen stressig, aber okay. Am Anfang ist alles neu. Ja, genau. Ich musste viele Dinge kaufen. Für das Zimmer? Ja. Teller, Tasse, Besteck, Essen. Das ist normal am zweiten Tag. Ja. Ich wusste nicht, wie viel ich brauche. Mit der Zeit wissen Sie es besser. Hoffentlich. Waren Sie in der Innenstadt? Ja, an der Königsstraße. Sehr gut. Dort findet man fast alles. Ja, aber es war voll. Ja, besonders am Nachmittag. Ich war auch etwas unsicher mit dem Bezahlen. Karte oder Bargeld? Ja. Ich habe mit Karte bezahlt. Das ist hier ganz normal. Gut zu wissen. Haben Sie schon gelernt, wie man Müll trennt? Nein, noch nicht. Das ist wichtig hier. Oh. Wie funktioniert das? Papier, Plastik und Restmüll sind getrennt. Wo finde ich die Mülltonnen? Im Keller, neben der Waschküche. Okay, danke. Und vergessen Sie nicht die Ruhezeiten. Ja, ab 22 Uhr, oder? Genau. Danke für die Information. Kein Problem. Hier sind wir. Ah, danke fürs Tragen. Gern. Wenn Sie Fragen haben, sagen Sie Bescheid. Ja, danke. Das ist sehr nett. Willkommen im Wohnheim. Hallo Mama, ich bin wieder da. Hallo. Wie war das Einkaufen? Ganz gut, aber ich bin müde. Hast du alles gefunden? Ja, ich habe Essen gekauft. Was genau? Brot, Milch, Eier, Obst und Gemüse. Sehr gut. Hast du auch Sachen für das Zimmer? Ja, Teller, eine Tasse, Besteck und Spülmittel. Und Reinigungsmittel? Ja, auch das. Super. War es teuer? Nein, ich war in einem günstigen Laden. Sehr gut gemacht. Ich war auch in der Innenstadt. War es voll? Ja, viele Menschen, aber alles war gut organisiert. Hast du dich sicher gefühlt? Ja, sehr sicher. Und wie fühlst du dich jetzt? Müde, aber zufrieden. Ruh dich aus. Du hattest einen langen Tag. Ja, das mache ich. Morgen ist wieder ein neuer Tag. Ja, morgen habe ich Termine. Du schaffst das. Danke, Mama. Ruf mich an, wenn du etwas brauchst. Ja. Gute Nacht. Gute Nacht,
mein Schatz. Endlich bin ich zurück im Zimmer. Alles fühlt sich langsam normal an. Ich bin müde, aber auch stolz auf mich. Morgen kümmere ich mich um die offiziellen Dinge. Jetzt schlafe ich erst einmal. Great job! You're one step closer to German fluency. If this video helped you, subscribe, hit the like button and comment for daily German stories. Thank you for watching. See you in the next video.